Amen. Amen. We're discussing the subject of the vows, Wir haben das Thema der Gelübde, dabei sind wir da, die zu behandeln. particularly number 21 and 24. Im Speziellen die Gelübde 21 und 24. I gave a brief historical overview Ich habe einen kurzen geschichtlichen Überblick darüber gegeben. beginning from around 2014 to the present. Ungefähr fangen wir 2014 an bis zur Gegenwart. One of the things that we discussed Und eine der Dinge, die wir besprochen haben, was the development of the agricultural model. war die Entwicklung des Agrikulturmodells. In connection with the agricultural model, In Verbindung mit diesem landwirtschaftlichen Modell we also studied the subject of the nature of man. haben wir auch das Thema der Natur des Menschen betrachtet, Which then was relabeled as the 7 steps of salvation. welches dann später das 7 Schritte der Erlösung genannt wurde. And as I was saying, this particular study has been really ignored in the last year and a half, perhaps, last year. Wie ich bereits schon gesagt habe, dieses Studium wurde ungefähr die letzten 1,5 Jahre ignoriert. I think it's significant. It was a significant study, and we should really keep these thoughts and ideas in the forefront of our minds. Und ich denke, dass dieses eigentlich ein wichtiges Studium ist und die Dinge darin, dass wir sie eigentlich im Vordergrund behalten sollten. Then spoke about prophecy. Dann haben wir über Prophezeiung gesprochen. Definition of prophecy Die Definierung von Prophezeiung has to have 3 parts to it. muss 3 Teile haben. Has to have this concept of progression, Es muss dieses Konzept des Voranschreitens haben, repeat and enlarge, die Wiederholung der Erweiterung and also this concept about the present und auch dieses Konzept der Gegenwart and its relationship to the past and the future. und die Verbindung von der Gegenwart zur Verbindung zur Vergangenheit und zur Zukunft. This is all found in Isaiah 46, verse 10. Und das alles kann man in Jesaja 46, Vers 10 sehen. In the verse, In dem Vers selber, after God has compared himself to these idols nachdem Gott sich mit diesen Götzen verglichen hat, using a different scenario, indem er ein unterschiedliches Szenario benutzt hat. I'm not sure how many of you are familiar with that. Hopefully you've all read this chapter. Ich weiß nicht, wie viele ihr von euch mit diesem Kapitel vertraut seid, aber ich hoffe, ihr habt es gelesen. God then gives another scenario, another way of understanding who is the true God. Gott gibt dann ein weiteres Szenario, um zu erklären, wer der wahre Gott ist. It's the one that we've got laid here on the board. Und das ist das hier, was wir hier auf der Tafel haben. The definition of the true God Die Definierung des wahren Gottes is the following: ist die folgende. that he's able to predict the future. Dass er die Zukunft vorhersagen kann. He can take you from the beginning to the end, Er kann dich vom Anfang bis zum Ende bringen. from step 1 to step 2. Vom ersten Schritt zum zweiten Schritt. This is progression. Das ist das Voranschreitende. But he can do more than that. Aber er kann sogar noch mehr tun. When he predicts the end, Wenn er das Ende vorhersagt, he tells you by definition er sagt dir, that end will look like the beginning. er definiert, dass das Ende genauso ausschauen wird wie der Anfang. We call that repeat and enlarge. Und wir nennen das Wiederholung und Erweiterung. The end is a repeat of the beginning. Das Ende ist eine Wiederholung des Anfangs. There's an enlargement or an expansion of truth. Da gibt es eine Vergrößerung, eine Erweiterung der Wahrheit. An enlargement, an expansion, an explanation. Eine Vergrößerung, Erweiterung, eine Erklärung. So the end Also das Ende will explain the beginning. wird das Ende erklären. Der Anfang wird das Ende erklären. The beginning and the end are the same. They're both number 1. Der Anfang und das Ende sind beide das Gleiche. Sie sind beide Nummer 1. We call it A and B. Wir könnten es A und B nennen. All of this is happening, All das passiert, this dialogue, dieser Dialog, in the present tense, in der Gegenwart.
And he says, Und er sagt, if you want to know what's going to happen in the future, wenn du weißt, was in der Zukunft passiert, then wissen you willst, have to look to the past. wenn du wissen willst, was in der Zukunft passiert, musst du in die Vergangenheit schauen. So have all these three components to Also es it. sind diese ganzen 3 Komponenten. Now, in the symbology of Revelation, Also in der Symbologie von Offenbarung we don't say 1a and 1b. verstehen wir A und B. We don't even say repeat and enlarge. We don't see it. We don't say. Wir sagen da nicht A und B und wir tun auch nicht Wiederholung und Erweiterung sagen. We use the terminology or symbology Wir benutzen das Symbol oder den Ausdruck, that is Alpha welches Alpha and Omega, und Omega ist, which is the beginning and the end. welches der Anfang und das Ende ist. And the idea of Alpha and Omega Und diese Idee über den Alpha und den Omega can be understood in different ways. kann in den unterschiedlichsten Arten und Weisen verstanden werden. Jesus here Jesus hier is the God, ist der Gott, the being das Wesen, that has existed from the Alpha, the beginning, to the Omega, the end. das seit dem Anfang, dem Alpha bis zum Ende das Omega existiert. He's always been there. Er war schon immer da. He controls everything from the beginning to the end of the story. Er kontrolliert alles vom Anfang bis zum Ende der Geschichte. But that concept of Alpha and Omega Aber dieses Konzept von Alpha und Omega also means bedeutet auch, what we've just taught from Isaiah 46, verse 10, was wir gerade von Jesaja 46, Vers 10 gelehrt haben. that the beginning of the alphabet is the same as the end of the alphabet. Dass der Anfang des Alphabets genau das gleiche ist wie das Ende des Alphabets. So we've had a brief review of Isaiah 46 and its impact upon this movement's understanding. Also wir hatten eine kurze Wiederholung über Jesaja 46, Vers 10, was es lehrt und wie es diese Bewegung beeinträchtigt hat oder ja, beeinflusst hat. Now, the reason why this is really important to understand Der Grund, warum das wirklich wichtig ist, das zu verstehen, is because when God gives us information, ist, weil wenn Gott uns Informationen gibt, often we don't believe him. dann glauben wir ihn oft nicht. So what God's going to do Was Gott jetzt tun wird, is going to make promises to his people, ist, dass er seinem Volk Versprechungen gibt. and as I say, people won't believe. Und wie ich schon gesagt habe, Leute werden nicht glauben. So in Isaiah 46, Also in Jesaja 46, we know when the book Isaiah is written. wir wissen, wann das Buch Jesaja geschrieben wurde. It tells you in chapter 1, Es verse 1. sagt uns das in Jesaja 1, Vers 1. It tells you when his ministry was. Es sagt uns, wann sein Dienst war. If you went to chapter 45, Wenn man zu Kapitel 45 geht, even back into 44, sogar auch in Kapitel 44, we see a character. da sehen wir einen Charakter. Chapter 45, verse 1 speaks about Cyrus. In Jesaja 45, Vers 1, da handelt es um Kyros. If we went to Isaiah 44, 28, Wenn wir zu Jesaja 44, Vers 28 gehen, we'll read that. wir werden das lesen. That saith of Cyrus, that means God is going to speak about Cyrus. Der von Kyros spricht, das heißt, hier redet Gott von Kyros dann. This is what he says. Und das ist, was es sagt. He is my shepherd and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Er ist mein Hirte und er wird allen meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. He has a second work to do, 45 verse 1. Vers 45, Vers 1, da hat er noch ein zweites Werk, was er tun muss. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, So spricht der Herr zu Kyros, seinen Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings, to open before him the two lead gates, and the gates shall not be shut. um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türe vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben.
So Cyrus has this twofold work Also Kyros hat diese zweifältige Arbeit, to destroy nations um Völker niederzuwerfen. in the context of our discussion, this would be Babylon, In dem Kontext, wo wir hier sprechen, das wäre Babylon. and also to release or free God's people so they can restore Jerusalem. Und auch Gottes Volk freizulassen, damit sie Jerusalem wieder aufbauen können. Now, when these statements were written, Also als diese Aussagen geschrieben wurden, it was more than 100 years in the future where this thing would be fulfilled. Much more than 100 years. da war das erst 100 Jahre später, dass diese Dinge dann wirklich passiert sind. If you go to chapter 47, Wenn man zu Kapitel 47 geht, verse 1, Vers 1, it speaks about the downfall of Babylon. da handelt es von diesem Fall von Babylon. So it talks about its destruction. Es handelt hier von seiner Zerstörung. The destruction in chapter 47 is what's under discussion in chapter 45. Und diese Zerstörung, die man hier sieht, ist die Thematik in Kapitel 45. So Isaiah 46 Also Jesaja 46 is a repeat of Isaiah 45. ist eine Wiederholung von Jesaja You 45. see these repeating patterns. Man sieht diese wiederholendes Muster. So based upon what we've just discussed, Basierend auf dem, was wir gerade erst besprochen haben, even if you've never heard an explanation on these verses in the past, auch wenn ihr in der Vergangenheit noch keine Erklärung dieser Verse gehört habt, so if you've seen this presentation before, wenn ihr diese Präsentation schon mal zuvor gesehen habt, perhaps don't answer, vielleicht antwortet jetzt nicht. but we've said, Wir haben gesagt, where are we? wo sind wir denn? We're in the present here. Wir sind in der Gegenwart. And what is God predicting? Und was tut denn Gott voraussagen? Chapter 45, Kapitel 45 chapter 47. und Kapitel 47. What's going to happen here? Was passiert denn hier? Two things. Zwei Dinge. First, Als erstes, destruction of Babylon. die Zerstörung von Babylon, richtig? Chapter 45, Kapitel 45 chapter 47. und Kapitel 47. 45, Kapitel 45 subdue the nations. tut die Völker unterwerfen. Open the gates. Tut die Tore öffnen. We could say open an open door. Wir könnten auch eine offene Tür hier das nennen. This door that's open, what cannot happen to it? Diese Tür, die geöffnet ist, was kann mit ihr nicht passieren? Cannot be shut. Sie kann nicht geschlossen werden. We've heard that terminology before, have we not? Wir haben diese Ausdrücke schon zuvor gehört. Haben wir das nicht so? It's a terminology that's used in Revelation chapter 3 Diese Ausdrücke werden in Offenbarung 3 benutzt. when dealing with the Millerite history. Wir handeln hier es geht hier um die Milleritengeschichte. But in this context, it's dealing with Babylon. Aber in diesem Kontext geht es um Babylon. 47, Vers chapter 7. 47. Kapitel 47. Babylon is going to sit in the dust. Babylon wird in dem Staub liegen. She's going to basically be brought down and abused. Eigentlich wird sie hier heruntergebracht und gedemütigt werden. So we're here in the present, and God's predicting the downfall of Babylon. Also wir sind hier in der Gegenwart und Gott sagt den Fall Babylons voraus. Are we okay with that? Ist es so okay? So I'll put a downward arrow. Also ich tue jetzt hier diesen Fall nach unten The markieren. downfall of Babylon. Hier ist das Fall von Babylon. What else is being predicted? Was wird denn hier noch vorhergesagt? 44, verse 28. Kapitel 44, Vers 28. The restoration Die Wiederherstellung of Jerusalem. von Jerusalem. So we'll put an upward arrow. Hier tun wir einfach einen Pfeil nach oben jetzt markieren. Jerusalem's going to be coming up and Babylon's coming down. Also Jerusalem kommt jetzt hoch und Babylon es fällt. This is what's being predicted. Das ist, was vorhergesagt wird. This is over 100 years in the future. Und das ist noch 100 Jahre in der Zukunft. We know it's that long Wir wissen, dass es so lang ist, because it's dealing with Cyrus, denn es geht hier um Kyros,
who comes at the end of the 70-year captivity. der am Ende der 70 Jahre der Gefangenschaft kommt. If you went to Isaiah 1, Und wenn man zu Jesaja 1 gehen würde, you'll see that he finishes his ministry in the days of Hezekiah. da sehen wir nämlich, dass er seinen Dienst in den Tagen von Hiskia abschließt. We actually know that he continues into the history of Manasseh, Wir wissen eigentlich auch, dass er noch in die Geschichte von Manasse hineinreicht. and Manasseh is the first of the last 7 kings. Und Manasse ist der letzte von den 7 letzten Königen. Der erste von den letzten 7 Königen. And when you add up all the numbers, Und wenn wir die ganzen Zahlen da so zusammenrechnen, without knowing exactly when Isaiah 40, 5, 6, and 7 was actually written, und auch wenn wir nicht genau wissen, wo Jesaja 44, 45, 46, 47 geschrieben wurde, it's well over 100 years. so ist es dennoch mehr als 100 Jahre in der Zukunft. So we can get all of this information. Also wir können all diese Informationen herauslesen. Now, based upon the principle that we have just been discussing, Basierend auf dem Prinzip, was wir jetzt hier behandelt haben, we need to think how God's people would imagine what's being discussed here. müssen wir darüber nachdenken, wie Gottes Volk das verstanden hat, über was es hier geht. God's made a prediction. Gott hat eine Vorhersage gemacht. It says clearly Und es sagt hier deutlich in 47, in Kapitel 47, the daughter of Babylon, the daughter of the Chaldeans. die Tochter von Babylon und den Chaldäern. Who's ruling here Wer regiert denn hier in the present? in der Gegenwart? It's not the Chaldeans. Es sind nicht die Chaldäer. Who's the superpower? Wer ist denn die Supermacht? It's not Babylon. Es ist nicht Babylon, It's the es Assyrians. sind die Assyrer. So let's hold that thought. Also halten wir diesen Gedanken fest. Let's go to Jeremiah Lasst uns zu Jeremia gehen chapter 50. und dort Kapitel 50. Jeremiah chapter 50, Jeremia Kapitel 50, verse 47. Vers Sorry, 47. verse 17. Entschuldigung, Vers 17. Jeremiah 50, verse 17. Jeremia 50, Vers 17. So this addresses the Syrian issue. Also hier geht es um Assyrien und so weiter. Israel is a scattered sheep. Israel ist ein versprengtes Schaf. The lions have driven him away. Die Löwen haben es verscheucht. First, the king of Assyria, Zuerst hat es der König von Assyrien and last, this Nebuchadnezzar, gefressen und zuletzt der Nebukadnezar, who's the king of Babylon. der König von Babylon. So we have these 2 powers. Also wir haben diese 2 Mächte. The first one is the Assyrians, and that's the power that's ruling here. Das erste sind die Assyrier und das ist die Macht, die hier regiert. So this is not a study that I'm about to say, but it's an observation. Also das ist jetzt kein Studium, was ich hier erwähnen werde, aber es ist eine Beobachtung, das, was ich jetzt sagen werde. We know Wir wissen, that Babylon is the king of the north. dass Babylon der König des Nordens ist. It's not because Babylon is north of Israel. Und es ist nicht unbedingt, weil Babylon im Norden von Israel ist. Geographically, Babylon is east of Jerusalem. Geografisch gesehen ist Babylon im Westen von Israel. But because of the geography of warfare, Aber wegen der Geografie der Kriegsführung, for the people who come from Babylon die Leute, die aus Babylon kommen, to make war with their arch enemy, um Kampf jetzt hier um zu Krieg zu führen mit ihrem Erzfeind, which is whom? wer ist das denn? Who's the arch enemy of these Babylonian people? Wer ist denn der Erzfeind dieser Babylonier? Egypt. Ägypten. Egypt. Ägypten. For them to make war with Egypt, Also, dass sie jetzt Krieg mit Ägypten führen können, you have to go down the Mediterranean coast muss man an der Mittelmeerküste hinuntergehen, through what we would understand today to be Syria. wo wir nennen das heute Syrien. And stuck in the middle Und genau in der Mitte is Israel. ist Israel. So that's why Israel gets caught up in all of this warfare. Das ist warum Israel in diesen ganzen Kriegen mit reingezogen werden. If Israel had been in the Arabian desert,
wenn Israel in der arabischen Wüste sich befinden würde, none of these stories would ever have happened. dann hätten keine dieser Geschichten jemals stattgefunden. It's about the geography of the Middle East Es geht über die Geografie des Mittleren Ostens, that these terms are derived from. dass diese Ausdrücke hier herauskommen. King of the North, the people of the North, Der König des Nordens, das Volk des Nordens. because they come from the northerly direction. Denn sie kommen aus der Richtung des Nordens. So if it's the people who come from the northerly direction, Also wenn es jetzt das Volk ist, das aus der Richtung des Nordens kommt, their homeland is the land of Shinar, ihr Heimatland ist das Land von China, Sinja, the land between two rivers, das Land zwischen zwei Strom, the Ulai and the Hiddekel. der Ulai und der Hidekel. We call it Iraq today, basically. Wir nennen das heute eigentlich der Irak. The people that come and attack from the north, Das Volk, das vom Norden kommt und jetzt angreift, called the king of the north. wird der König des Nordens genannt. So in this history, In dieser Geschichte hier, then the power die Macht, that comes from the north, die vom Norden kommt, the king of the north, der König des Nordens, is whom? ist wer? Syria. We said it a few moments ago. It's the Syrians. Es sind die Assyrier. That power Diese Macht, is going to wane. It's going to go down es geht hier runter, geht runter. in a few short years. In ein paar kurzen, es nimmt sozusagen ab in ein paar Jahren. In the reign of the grandson of Hezekiah. Und zwar in dem Enkelsohn von Hiskia, Who's Hezekiah's grandson? als er regiert. Wer ist dieser Enkelsohn von Hiskia? I said it that way to make it difficult. Ich habe es so gesagt, damit es schwieriger wird. Ist es Zedekiah? Oh, it's not his grandson, is it? It's his Es ist nicht sein great Enkel, grandson. ist sein Urenkel. Josiah? Josiah, good. Es ist Josia. So it's in the reign of Josiah, Also es ist in der Regentschaft von Josia, in the battles of Carchemish, in der Schlacht von Karkemish, that this transfer happens from Assyria to Babylon. wo wir hier diesen Wechsel von Assyrien zu Babylon haben. Assyria was what title? Assyrien hatte welchen Titel? King of the North. Der König des Nordens. Babylon has what title? Und Babylon hat welchen Titel? The King of the North. Auch König des Nordens. The reason why I want to mention that Der Grund, warum ich das hier so nennen möchte, is often ist, we just say that the Assyrians and the Babylonians are the same thing, oft sagen wir, dass die Assyrier und die Babylonier eigentlich das Gleiche sind. but there definitely is this transfer from one to another, two different dispensations. Aber da gibt es diesen definierten Wechsel zwischen diesen beiden. Es sind unterschiedliche Dispensationen. And this becomes significant in our own history. Und das wird wichtig für unsere eigene Zeit. Yesterday, Gestern, what did we do? What did we say? was haben wir gestern gemacht? Was haben wir gesagt? We, meaning me. Wir meine ich. I gave an apology to whom? Ich habe mich entschuldigt, wem gegenüber? Papacy, remember that? Das Papsttum, könnt ihr euch daran erinnern? Spoke about apologizing to the papacy. Ich habe darüber gesprochen, dass man sich dem Papsttum gegenüber entschuldigt. And I've been chastised for that. Und ich wurde schon zurechtgewiesen dafür. So the reason why I mention that Und der Grund, warum ich das erwähnt hatte, is based upon this principle. ist basierend auf diesem Prinzip. King of the North, Der König des Nordens, in the story that we're dealing with here, in der Geschichte, die wir hier haben, comes in how many steps? kommt in wie vielen Schritten? Jeremiah 50:17. Jeremiah 50:17. Okay. Jeremia 50, Vers 17. 2 steps. 2 Schritten. First the Assyrians, Erst die Assyrier then this Nebuchadnezzar. und dann dieser Nebukadnezar. 2 steps. 2 Schritte. So those 2 steps for the king of the north
Also diese 2 Schritte für den König des Nordens become significant in our history. wird wichtig für unsere heutige Zeit. Now, you may not believe this, Ihr mögt das vielleicht nicht glauben, but if you were to look to the world now wenn ihr die Welt jetzt betrachten würdet and you were to ask the world, who is the most powerful nation on this planet? und ihr würdet die Welt fragen, wer ist denn diese mächtigste Macht auf dieser Welt? And we'll give you a choice. Und wir geben eine Wahl. I'm going to give you the choice in a moment. Ich gebe euch die Wahl in einem Moment. Let's go to the book of Habakkuk. Lasst uns zu dem Buch Habakkuk gehen. Habakkuk chapter 1. Habakkuk Kapitel 1. Now, what you need to know about the book of Habakkuk So, was man jetzt wissen muss über das Buch von Habakkuk, is when it's written. ist, wann es denn geschrieben wurde. Now, in this simplistic story that we have here, Also in dieser einfachen Geschichte, die wir hier haben, where is Habakkuk? wo ist denn da Habakkuk? You have 3 choices. Wir haben drei Wahlen. What are the 3 choices you have where Habakkuk is? Was sind die 3 Optionen, die wir haben mit Habakkuk? Good. Past, present, or future. Gut, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. You don't need to know anything about Habakkuk Wir müssen nichts über Habakkuk wissen, except one thing. außer eine Sache. Is he a prophet? Ist er ein Prophet? Yes. Ja. Will he prophesy? Wird er etwas vorhersagen? Sure. Natürlich. Where must he be? Wo muss er sein? In der He Gegenwart. has to be in the present. Da muss er sich in der Gegenwart befinden. All prophecy Alle Prophezeiung is always given in the present wird immer in der Gegenwart gegeben. because it relies upon a principle. Denn es basiert auf einem Prinzip. What's the principle? Und was ist dieses Prinzip? We'll predict the future Wir tun die Zukunft vorhersagen, based upon basierend the past. basierend auf der Vergangenheit. If you don't base it upon the past, it's not a prophecy Wenn man es nicht auf der Grund der Vergangenheit basiert, ist es keine Prophezeiung. because there's no way of confirming what you're saying, Denn what you're predicting. da gibt es keine Art und Weise, wie man das bestätigen kann, das, was man vorhersagt. So we're in Habakkuk, Wir befinden uns in Habakkuk and at the simple level that we're looking at this subject, und in der einfachen Art und Weise, wie wir die Dinge hier betrachten, Habakkuk is here da ist Habakkuk, befindet er sich hier, in real life. im wirklichen Leben. Isaiah is here, Jesaja ist hier and Habakkuk is here und Habakkuk ist hier, in real life. im wirklichen Leben. And this would be the Alpha and the Omega. Und das wäre das Alpha und das Omega. So that's why I'm saying that it's in the present at the same time. Und das ist es, warum ich sage, dass es in der gegenwärtigen Gegenwart hier ist. Habakkuk, Habakkuk, his ministry sein Dienst, is around the time of Manasseh's son, ist in der Zeit von dem Sohn von Manasse, Ammon. Ammon. Is that right? Ammon? Ammon. And Isaiah Und Jesaja is in the history of Hezekiah. ist in der Zeitperiode von Hiskia. So they're next to each other in the context of our discussion. Also, wie wir hier jetzt drüber sprechen, im Kontext sind sie zur gleichen Zeit. Who comes next? Wer Which kommt- king Wer kommt denn als nächstes, welcher König? after Ammon? Nach Ammon. Josiah. Josia. Good. We're in Habakkuk chapter 1. Also wir befinden uns in Habakkuk Kapitel 1. I want to read one word, Und ich möchte ein Wort hier lesen. then I want to give the definition of that word. Und dann ich möchte die Definition dieses Wortes geben. Chapter 1, verse 5. Kapitel 1, Vers 5. The word in the English is marvelously. Und das Wort im Englischen ist verwundert, glaube ich. That word Und dieses Wort means miracle. bedeutet eigentlich Wunder. So, what's the word before it? You said wonder? Ja, verwundert. It's also a miracle. It Okay, also says that's fine. same. So, God is going to do a miracle. Also Gott tut jetzt ein Wunder. He says here, I'm going to do a miracle. Er sagte, ich werde hier ein Wunder tun. Who's ruling at the moment?
Wer regiert denn zu dieser Zeit? The Assyrians are ruling. Die Assyrer regieren. And God's going to do a miracle. Und Gott wird jetzt hier ein Wunder tun. What's the miracle that he's going to do? Und was ist dieses Wunder, das er hier vollbringen wird? The miracle that he's going to do Das Wunder, das er tut, is going to bring the Assyrians down, dass er die Assyrer runterbringen wird and he's going to replace them und er wird sie ersetzen mit the Babylonians. den Babyloniern. It says it in the verse, Er sagt das hier im verse 6. Vers 6. We'll read verse 5 first. Wir tun erst Vers 5 lesen. Behold ye among the heathen, Seht euch unter den Heidenvölkern and regard and wonder marvelously. und schaut umher und verwundert und entsetzt euch. For I will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzähle. Let's summarize. Lasst es uns zusammenfassen. Paraphrase. Lasst es uns in unseren Worten We're wiedergeben. here. Wir sind hier. God's going to predict the future. Gott tut die Zukunft voraussagen. And what's he saying to you? Und was sagt er dann zu dir? Verse 5. Im Vers 5. The last part. Der letzte Teil. You will not believe what I have told you. Du wirst nicht das glauben, was ich euch, oder ihr werdet nicht das glauben, was ich euch sage. That's the problem. Das ist das Problem. God predicts something and we don't believe the prediction. Gott tut etwas vorhersagen, aber wir glauben dieser Prophezeiung nicht. Let's paraphrase verse 5. Lasst uns Vers 5 in unseren Worten wiedergeben. Open a newspaper, In den Nachrichten oder Zeitungen, go onto the internet, geht zum Internet and look at external events. und schaut euch externe Ereignisse an. That's the first part of the verse. Es ist der erste Teil des Verses. Behold among the heathen. Siehe unter den Heidenvölkern. That means look at the heathen world. Das heißt, schaut euch die Heidenvölker an. Just means look at the world. Das heißt eigentlich, schaut euch einfach die Welt an. And you will see a miracle. Und ihr werdet ein Wunder sehen. Why is it a miracle? Und warum ist es ein Wunder? What is it? What's the nature of a miracle? Was ist denn die Natur eines Wunders? Supernatural. Es ist übernatürlich. Supernatural means it's not normal. Und übernatürlich bedeutet, dass es nicht normal You ist. don't expect it to happen. Man erwartet dies nicht. So a miracle is going to happen where? Und ein Wunder passiert jetzt wo? Where you're looking. Und nämlich da, wo man It says look hinschaut. there and you're going to see a miracle. Es sagt nämlich, schaut und ihr werdet da auch ein Wunder sehen. And where are you looking? Und wo schaut man denn hin? In the world. Zu der Welt. People talk about this movement is too political. Leute sagen, dass diese Bewegung zu politisch sei. And what is God through Habakkuk telling his people to do? Und was sagt denn Gott durch Habakuk zu seinem Volk? To look at the world. Schaut euch die Welt an. To look at the rise and fall of nations. Schaut euch das Aufkommen und den Fall von Nationen an. We call that politics. Wir nennen das Politik. So God is saying there's going to be a miracle Gott sagt da, dass es ein Wunder vollbringen wird in the political world. in der politischen Umgebung. That's all in the first part of the verse. Und das ist alles im ersten Teil des Verses. I will do something Ich werde etwas tun in your days. in euren Tagen. So the phrase your days Also dieser Satz in euren Tagen can mean different things in different contexts. kann in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Dinge bedeuten. In this context, In diesem Kontext it will mean wird es bedeuten, two things. nämlich zwei Dinge. First of all, Als erstes, it means in your dispensation. es bedeutet in eurer Dispensation. Your dispensation is this. Eure Dispensation ist folgendes. In your dispensation, Eure Dispensation. you can argue Ihr könntet, that the dispensation would begin in this time period from the present to the end. man könnte sagen, dass eure Dispensation hier anfängt und dann anfängt und bis zum Ende geht. It also means Es bedeutet auch in your days in euren Tagen. that the people God is speaking to here Das Volk, zu dem Gott hier spricht, will see this happen wird dies sehen
It will be in their lifetime. Es wird zu ihrer Lebzeit passieren. Ellen White confirms this when she comments on this passage Und Ellen White bestätigt das, wenn sie diese Passage kommentiert. in the book Prophets and Kings. In dem Buch Propheten und Könige. So, Also look at the political world, betrachtet die politische Welt, because I'm going to do a miracle there. denn ich werde dort ein Wunder verbringen. The miracle will happen while you're still alive, Und dieses Wunder wird passieren, während ihr noch am Leben seid. and you wouldn't believe it, Und ihr werdet es nicht glauben, even if I told you. auch wenn ich es euch erzähle. Verse 6. Vers 6. I will raise the Chaldeans, Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer. and when I raise those Chaldeans, Und wenn ich diese Chaldäer erwecke, what they will do was sie tun werden, is march through your land and destroy you. sie werden durch dein Land marschieren und dich zerstören. The Assyrians are here. Die Assyrer sind hier. God is predicting Gott hat vorhergesagt, that the Assyrians are going to come down, dass die Assyrer herunterkommen würden, the Babylonians are going to come up, dass Babylon hochkommen wird and they're going to destroy God's people. und sie werden Gottes Volk zerstören. And no one believes it. Und niemand glaubt es. We were in the book of Isaiah. Wir sind im Buch von Jesaja. So here, Hier God's going to make a prediction macht Gott eine Vorhersage in Isaiah, in Jesaja, which is connected to the prophecy or prediction in Habakkuk. welches mit der Prophezeiung in Habakuk verbunden ist. So coming back to Isaiah, Also lasst uns zurück zu Jesaja gehen. God's going to make this prediction. Da wird Gott diese Vorhersage jetzt tun. Isaiah 45, 46, 47. Jesaja 45, 46, 47. Babylon's going down, Jerusalem's coming up. Jerusalem geht runter. Babylon geht runter und Jerusalem geht hoch. If Jerusalem is coming up, Wenn Jerusalem wieder hochgeht, where was Jerusalem? wo war denn Jerusalem, If it was coming up, wenn es hochkommt? must have been at the ground or at the bottom. Es musste sich am Boden befinden. And if Babylon's coming down, it must have been Babylon was at the top. Und wenn Babylon herunterkommt, das bedeutet, dass es oben sein musste. In Habakkuk, In Habakuk, chapter 1, verse 5 and 6, Kapitel 1, Vers 5 und 6, here in the present, in der Gegenwart, Babylon does not exist as a force to be reckoned with. existiert Babylon nicht als eine Macht, mit der man, die sehr stark ist. And Israel Und Israel is connected with whom? ist verbunden mit wem? Which nation? Mit welcher Nation? With the Assyrians. Mit den Assyrern. In the English, Im Englischen we use a term that says this country or these people are in the pocket of the Assyrians. Im Englischen hat man diesen Ausdruck, dass dieses Land sozusagen in der Tasche dieser Nation ist. Do you have a similar phrase in German? Haben wir so einen ähnlichen? They're under the control of the Assyrians. Sie sind unter der Kontrolle der Assyrer. They're a puppet nation. Sie sind eine Puppennation sozusagen. Marionetten. Ja. So, in order for the prophecy of Isaiah to be fulfilled, this one here, Also dass jetzt diese Prophezeiung von Jesaja erfüllt wird, the prophecy of Habakkuk must be fulfilled first. muss diese Prophezeiung von Habakuk als erstes erfüllt werden. Babylon must come up, Babylon muss hochkommen and Jerusalem und Jerusalem must also be up in strength and power. muss auch diese Kraft und diese Macht haben. And then Israel must be destroyed, Und dann muss Israel zerstört werden, which is Habakkuk chapter 1. welches Habakuk Kapitel 1 ist. Babylon comes up, Babylon- Israel comes down. Babylon kommt hoch, Israel geht runter. That's Habakkuk. Das ist Habakuk. Isaiah is the opposite Jesaja ist nun jetzt das Ganze andersherum. because it happens a little bit afterwards. Denn dies wird dann etwas später erfüllt. Let's summarize. Lasst uns das zusammenfassen. Habakkuk is predicting Habakuk sagt vorher, the beginning of the 70-year captivity. nämlich den Anfang der 70 Jahre der Gefangenschaft. And Isaiah is predicting what? Und Jesaja tut was vorhersagen?
the end of the 70-year captivity, das Ende der 70 Jahre. I want to make one observation, Ich which is möchte- why came to this point. Ich möchte eine Beobachtung machen und deswegen bin ich zu diesem Punkt hier gekommen. The king of the north comes in how many steps? Der König des Nordens kommt in wie vielen Schritten? 2 steps. In 2. First the Assyrians, Als erstes die Assyrer then the Babylonians. und dann die Babyloner. If you were here, Wenn man sich hier befindet, would you be worried about the Babylonians? würdest du dich um die Babyloner, hättest du Sorge? No. Nein. You might be even on relatively friendly terms with them. Es kann sein, dass man sogar eine recht freundschaftliche Zuneigung zu denen hat. You've heard the term, Man hat den Ausdruck schon mal gehört. your enemy. Dein Feind? How do you finish that sentence? Wie tut man diesen Satz zu Ende bringen? Your enemy is my enemy. Dein Feind ist mein Feind. Even if we don't agree with each other, Auch wenn wir nicht übereinander einstimmen, if we have a common enemy, wenn wir einen gleichen Feind haben, we become friends. dann werden wir Freunde. So, this history, Also diese Geschichte, common enemy is the king of the north, the Assyrians. der gemeinsame Feind ist der König des Nordens, Assyrien. Would you have any trouble with the Babylonians? Hat man irgendein Problem mit den Babylonern? No. Nein. This is the truth that we need to understand today. Das ist eine Wahrheit, die wir heute verstehen müssen. We have a fixation about the papacy Wir haben eine gewisse Fiktion über das Papsttum, because we teach the papacy is whom? denn wir lehren, was ist das Papsttum? King of the north. Der König des Nordens. Who should we really be troubled by? Aber über wen sollten wir uns wirklich Sorgen machen momentan? Who's the superpower? Wer ist die Supermacht? The Assyrians, Es sind die Assyrer, not the Babylonians. nicht die Babylonier. Who's the superpower today? Wer ist die Supermacht heute? The USA. Die USA. It's the USA that we should be concerned about. Es ist die USA, um die wir uns Sorgen machen müssen. God's going to do a miracle. Denn Gott wird ein Wunder tun. What's the miracle he's going to do? Und was ist dieses Wunder, das er tut? He's going to bring down Es wird was? He's going to bring down the United States. Er wird die Vereinigten Staaten runterbringen. And he's going to raise up whom? Und wen wird er aufbringen? Papacy. Das Papsttum. Today, Heute. the papacy is not a problem to us. Heute ist das Papsttum kein Problem für uns. Our problem is, Unser Problem our ist, concern should be unsere Sorge sollte sein, the superpower, nicht die Supermacht, the Assyrians, die Assyrer, the United States. die Vereinigten Staaten. So there's many things that we can learn from this history, Also da gibt es viele Dinge, die wir von dieser Geschichte hier lernen which helps us können, to understand what's going on today. welches uns hilft zu verstehen, was heute passiert. The papacy is going to be a concern, an issue in the future, but it's not today. Das Papsttum wird ein Problem und eine Thematik in der Zukunft sein, aber heute ist es das noch nicht. Which is why Das ist warum perhaps we should be careful about accusing them of false things. wir jetzt vorsichtig sein sollten, sie falschen Dingen zu unterstellen. Go back into history. Geht zurück in die Geschichte. Were the Assyrians and Babylonians friends? Wer waren die Assyrer und Babylonier Freunde? They were not. Nein, waren sie nicht. They were antagonistic towards one another. Sie waren feindlich gegeneinander übereingestellt. Even though they had similarities, Auch wenn sie Ähnlichkeiten hatten. even though apostate Protestantism and Catholicism are bedfellows. Auch wenn der abgefallene Protestantismus und das Papsttum sozusagen miteinander im Bett sind, Yet they still do not like one another. so tun sie dennoch sich nicht gegenseitig mögen. They will fight against each other Sie werden gegeneinander kämpfen in a way that we still do not fully understand. in einer Art und Weise, die wir jetzt noch nicht völlig verstehen. But the prophecy is already predicting. Aber die Prophezeiung tut es bereits schon voraussagen. So I mention all of that Also ich habe das alles erwähnt, because we need to understand an important point. denn wir müssen einen wichtigen Punkt verstehen. Our understanding of the role of the papacy at the end of the world Unser Verständnis über die Rolle des Papsttums am Ende der Welt has to be understood from the context of stories such as the one that we've just given. muss in dem Kontext verstanden werden von Geschichten einer solchen, wie wir gerade hier behandelt haben. And when Ellen White talks about apostate Protestantism and Catholicism
reaching over the abyss and shaking hands, Und wenn Ellen White darüber spricht, dass der abgefallene Protestantismus seine Hand über den Abgrund reicht und mit dem Papsttum die Hand sozusagen schüttelt, that does not mean that they're friends. dann bedeutet das nicht unbedingt, dass sie Freunde sind. It does not mean they're in some kind of alliance. Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie in irgendeinem Bündnis stehen. Now we know Aber wir wissen, there was an alliance dass es da ein Bündnis gab, 30 plus years ago vor ein bisschen mehr als 30 Jahren, between Ronald Reagan and John Paul, Ronald Reagan und Johannes Paul II., between the United States and the papacy. zwischen den Vereinigten Staaten und dem Papsttum. If you go back to that history, Also, wenn man zurück zu dieser Geschichte geht, has the United States changed hat die Vereinigten Staaten, haben die sich geändert? from the beginning to the end? Vom Anfang bis zum Ende. Has the United States changed? Haben die Vereinigten Staaten sich geändert? Changed. Hat sich nicht verändert. It was a conservative republic White House Es war ein konservatives, republikanisches Weiße Haus back then. zu der Zeit. What is it today? Und was ist es heute? It's exactly the same. Es ist genau das Gleiche. One of the people that supported Ronald Reagan Einer der Leute, die Ronald Reagan unterstützt hat, was someone called Mr. Falwell. war jemand, der Herr Farewell genannt wurde. And his son, Und sein Sohn, who has the same belief as his father, der den gleichen Glauben hat wie sein Vater, is the person who supports Donald Trump today. ist die Person, die Donald Trump heute unterstützt. They have the same backing, the same support. Sie haben den gleichen Hintergrund, die gleiche Unterstützung. No change. Keine Veränderung. Has the papacy changed? Heißt, das Papsttum, hat das sich verändert? The papacy has changed. Das Papsttum hat sich verändert. The papacy back then Das Papsttum damals had the same ideology, the same worldview as the United States. hatte das gleiche Weltanschauungsbild wie die Vereinigten Staaten. We could call it conservatism. Wir könnten es konservativ, They were conservatives. Konservativismus nennen. Today, Heute the papacy is different. ist das Papsttum anders. The papacy is not conservative. Das Papsttum ist nicht mehr konservativ. We would call it liberal. Wir würden es heute liberal nennen. Even if we don't fully understand what those terms mean. Auch wenn wir nicht ganz verstehen, was diese ganzen Ausdrücke bedeuten. So, the Catholic Church has changed. Die katholische Kirche hat sich verändert. And we cannot believe in a conspiracy, Und wir können in keine Verschwörungstheorie which glauben, is another way of saying a lie, was eigentlich auch eine andere Art und Weise ist, zu sagen, eine Lüge, that they're in a secret relationship with the United States because they're not. dass sie in einer geheimen Absprache mit den Vereinigten Staaten ist, denn dies sind sie nicht. The United States Die Vereinigten Staaten is going to come down wird herunterkommen, like the Assyrians came down, so wie die Assyrer runtergekommen sind. and they're going to be replaced Und sie werden ersetzt by the papacy. von dem Papsttum. But that time is not yet. Aber diese Zeit ist noch nicht jetzt. And therefore, Und deswegen, as Adventists, als die Adventisten, we should not be looking at the papacy for answers. als Adventisten sollten wir nicht zum Papsttum schauen, um dort Antworten zu bekommen. We should hold firm to inspiration. Wir sollten fest an der Inspiration halten. For it says, Denn es sagt, first the Assyrians. als erstes die Assyrer. And we're there. Und wir befinden uns And dort. that's where our focus should be. Und das ist, worauf wir uns fokussieren First, sollten. deal with the American problem Als erstes behandelt das amerikanische Problem, before we deal with the Catholic issue. bevor wir nun dann zu dem katholischen Problem rübergehen. And they're not the same issue, they're not the same problem. Und das ist nicht das gleiche Problem. Let's just finish this off. Lass uns hier das beenden. So, I'm going to predict, Also ich sage vorher, God says this, Gott sagt das, this nation's going to come down and this nation's going to come up. diese Nation wird herniederkommen und diese wird aufkommen. And no one's going to believe me. Und niemand wird mir glauben. They don't believe, Sie glauben es nicht.
Because Babylon isn't even a power Denn Babylon hat noch nicht mal diese Macht. here. Hier. So what's the evidence that God is going to give you? Also was ist jetzt dieser Beweis, den Gott dir geben wird? That this prediction is true. Dass diese Vorhersage richtig ist. What's the evidence? Was ist der Beweis? The beginning. Der Anfang. This Das hier, looks the same as the beginning. das schaut genauso aus wie der Anfang. So what happened at the beginning? Also was passiert denn am Anfang? You had a nation. Man hat eine Nation What would happen to that? und was passiert mit dieser Nation? Come down, Es kommt nieder and you'd have, we'll call it God's people. und wir nennen es Gottes Volk. What's going to happen to them? Und was wird mit ihnen passieren? They're going to come up. Sie werden hochkommen. You can see that? Könnt ihr das sehen? The end Das Ende looks like the beginning. schaut wie der Anfang aus. Now, if you want a clue Und wenn ihr einen Hinweis wollt, what the beginning looks like, wie der Anfang ausschaut or when it is, oder wann es denn auch ist, because there's many beginnings you could have. You could go back hundreds or thousands of years. man könnte nämlich viele Anfänge haben, denn man kann da hunderte oder tausende Jahre zurückgehen. We need to have a reference point. Wir müssen einen Bezugspunkt haben. And the reference point is given in the verses that precede verse 10. Und der Bezugspunkt werden uns gegeben in den Versen, die vor dem 10. Vers kommen. Verse 10, Vers 10, the true God can do this, da kann der wahre Gott das tun. which means the false God cannot. Was bedeutet, dass der falsche Gott dies nicht tun kann? True God can do this, false God cannot do this. Der wahre Gott kann dies tun, der falsche Gott kann das nicht tun. So he's going to give another comparison before that. Also er gibt uns zuvor nochmal einen anderen Vergleich. We'll go to verse 7. Lasst uns zu Vers 7 gehen. We're not going to do this in order, but we'll go to verse 7. Wir werden das jetzt nicht in seiner ganzen Reihenfolge machen, aber lasst uns hier zu Vers 7 gehen. They bear him upon the shoulder. Sie nehmen ihn auf die Schulter, They carry him. sie tragen ihn They set him in his und place. sie stellen ihn an seinen Ort. And he stands. Und da steht er. From his place he shall not move. Und er rührt sich nicht von der Stelle. Even if you cry to him, he won't answer. Ja, man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. And he can't save you out of trouble. Und er rettet niemanden aus seiner Not. Or sorry, he can't save himself out of trouble. Und er kann sich selbst nicht aus der Not erretten. So it talks about the him. Also es geht hier um dieses ihm. Who is this person that it's speaking of? Wer ist denn diese Person, über das es hier geht? It's those idols that we referred to Es, before. es sind diese Götzen, wo wir uns schon vorher drauf Verse bezogen haben. 1. Vers 1. Bel and Nebo. Baal und Nebo. So these gods, Also diese Götter, what do you have to do to them? was muss man denn für sie tun? Verse 7. Vers 7. You have to carry them Man muss sie tragen on your shoulders. auf euren Schultern. Yep, that's what the verse says. Das ist, was der Vers sagt. So if that's the false God, Also wenn das der falsche Gott ist, what is the true God? was ist denn dann der wahre Gott? The true God Der wahre Gott is one that would carry you. ist jemand, der dich tragen würde. The false God is the one that you carry. The true God is the one that carries you. Der falsche Gott ist denjenigen, den man tragen muss, und der wahre Gott ist derjenige, der dich trägt. Verse 7, Vers 7. you carry the false God. Du trägst den falschen Gott. Verse 4, Vers 4. verse 4, the true God does what? Im Vers 4. Was macht der wahre Gott? Carries you. Er tut euch tragen. And even to your old age, I am he, and even to hoar hairs will I carry you. Bis in euer Kreisesalter bin ich derselbe, und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. I made you, and I will bear you. Ich habe dich getan, und ich will euch auch tragen. I will carry you, and I will deliver you. Where are you at? No. Verse 4. Vers 4. Ich habe es getan, und ich will euch ferner euch heben. So it talks about God making us and carrying us.
Also es geht hier darum, dass Gott uns kreiert hat und dass er uns auch trägt. Those false idols, Und diese falschen Götzen, humans make them and humans carry them. Menschen machen sie und Menschen tragen sie auch. So it talks about this comparison. Hopefully we can see that. Ich hoffe, wir können diesen Vergleich hier sehen. Now, this story about God carrying his people Also diese Geschichte über das Gott sein Volk hier trägt, that we just read in verse 4, welches wir im Vers 4 gelesen haben, this is a story. das ist eine Geschichte, This is something that has happened in the past. das ist etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. So what we would need to do is go to a story to find out when God carried his people. Also wir müssten zu einer Geschichte zurückgehen, wo wir sehen, dass Gott sein Volk trägt. And this is the context of the beginning. Und das ist hier dieser Kontext von diesem Anfang. So what story is there where God carries his people? Und wo ist dieser Anfang, wo Gott denn sein Volk trägt? Wo ist diese Geschichte? Without turning to the passage, Ohne da jetzt hinzugehen, this is the Exodus story das ist diese Geschichte vom Exodus, vom Auszug, where God carries his people wo Gott sein Volk trägt. through the wilderness. Und zwar durch die Wüste hindurch. So that's the context of this story. Das ist der Kontext dieser Geschichte hier. Verse 11 Vers 11 is a repeat ist eine Wiederholung of Isaiah 44, 28 and 45 verse 1. von Jesaja Kapitel 44, Vers 28 und Kapitel 45, Vers 1. Calling a ravenous bird from the east, Ich berufe vom Osten her einen Adler the man that executeth my counsel from a far country. und aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Yea, I have spoken it, Ja, it will ich also come to pass. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. So the future Also die Zukunft here hier speaks about a man. spricht über einen Mann. It says in verse 11, Ist im Vers 11. who's that man? Und wer ist dieser Mann? Who's the man of verse 11? Wer ist der Mann von Vers 11? Calling a ravenous bird, Ich rufe hier einen Adler oder einen Greifvogel, a bird of prey einen Greifvogel from the east. vom Osten. A man that will do God's will, Ein Mann, der Gottes Willen tut, who comes from a faraway country. der von einem fernen Land kommt. So we have two compare and contrasts. Also wir haben hier zwei Vergleiche und Gegenüberstellungen. The bird is the man, Der Vogel ist der Mann the east is the far country. und der Osten ist das ferne Land. So what man comes from a faraway country Und welcher Mann kommt jetzt von diesem fernen Land, that's going to do God's will? der Gottes Willen nun tut? This is Cyrus. Das ist Kyros. Cyrus is going to come from a far country, Kyros kommt von einem fernen Land, from the east, vom Osten, from Medo-Persia, vom Medio-Persien. and he's going to do what? Und er wird was tun? He's going to do what all birds of prey do, Es tut all das, was ein Greifvogel tut. eat the flesh of people. Er tut das Fleisch von Leuten essen. And who's the people? Und wer ist das Volk? The daughter of Babylon. Die Tochter Babylons. So this is a story about Cyrus. Also das ist eine Geschichte über Kyros. Cyrus comes from the east, Kyros kommt vom Osten, faraway country, ein fernes Land. and he's a ravenous bird, which means he will destroy. Und er ist ein Greifvogel, das heißt, er wird zerstörend. He destroys Babylon, Er tut Babylon but he zerstören comes from this far country. und er kommt von diesem fernen Land. And who is Cyrus? Und wer ist Kyros? 45 verse 1, Vers 45, Vers 1. the anointed one. Der Gesalbte. So you take all of this, Also man nimmt all das hier looks like und das schaut the beginning. wie der Anfang aus. So what does the beginning look like? Und wie schaut der Anfang aus? You're going to have a man Man hat einen Mann, that comes from a far country. der von einem fernen Land kommt. The far country is where? Und das ferne Land ist wo? In the east. Im Osten. And when this man comes, what will he do? Und wenn dieser Mann etwas tut, wenn er kommt, was tut er? He will eat the flesh Er wird das Fleisch essen
of the nation. Und zwar das Fleisch der Nation, This one here. nämlich diese hier. So which man comes from the east Und welcher Mann kommt vom Osten and destroys a nation? und tut die Nation zerstören? Who's anointed? Wer ist denn gesalbt? Or the anointed one? Oder wer ist denn der Gesalbte? It's in the past. In der I Vergangenheit. think I heard the people shout out. Ich habe es nicht ganz gehört, ihr könnt es ruhig rausrufen. This is Moses. Das hier ist Moses. So the whole story of Moses, Die ganze Geschichte von Mose, the man who comes from Arabia, der Mann, der aus dem Arabien kommt, the East country, das Land aus dem Osten, goes into Egypt er geht nach Ägypten and destroys the nation und zerstört die Nation and brings the people out. und holt das Volk heraus. This whole story Diese ganze Geschichte was teaching us what? hat uns was gelehrt? It was teaching God's people Es hat Gottes Volk gelehrt, that when Babylon comes, dass wenn Babylon kommt, they're going to be released dass sie erlöst werden and freed. und freigelassen werden. So who would have thought, Wer hätte denn gedacht, when you read the story of Exodus, dass wenn man die Geschichte des that Exodus that is a liest, prophecy dass das eine Prophezeiung ist about the Babylonian captivity? für die babylonische Gefangenschaft. So this is Egypt. Also das ist Ägypten. So what we can show Also was wir jetzt aufzeigen the können, Egyptian captivity die ägyptische Gefangenschaft is the same as the Babylonian captivity. ist das gleiche wie die babylonische So Gefangenschaft. they're the same thing. Und sie sind das gleiche. There are three major captivities in the scriptures: Da gibt es 3 große Gefangenschaften in der Schrift. Egyptian, Die ägyptische, Babylonian, die babylonische and the third one, und die dritte. so everyone's jumped forward Jeder ist jetzt vorausgesprungen too far. und schon zu weit. If we stay in the New Testament, Wenn wir im Neuen Testament sind, it's the Roman captivity. da ist es die römische Gefangenschaft. This is John the Baptist's history. Das ist die Geschichte des Johannes des Täufers. All literal history, not prophecies about the future. Alles buchstäbliche Geschichte, keine Prophezeiung über die Zukunft. Egypt, Babylon, pagan Rome. Ägypten, Babylon und heidnische Rom They're all repeating stories. sind alle wiederholende Geschichten. Now, the reason why we spent some time looking at this Der Grund, warum wir jetzt einige Zeit damit verbracht haben, dies zu betrachten, was to discuss the subject of methodology of how we would approach these problems, um Methodik ein bisschen zu betrachten, wie wir an solche Probleme herangehen würden. but to show the relationship between progression and repeat and enlarge. Um die Verbindung von dem Prinzip der Voranschreitung, der Wiederholung und Erweiterung, die Verbindung davon aufzuzeigen. And how all of these models are based upon parable teaching. Und wie all diese Modelle auf der Gleichnislehre basieren. So when we start thinking about the nature of man Also wenn wir über die Natur des Menschen nachdenken and the impact that that study has upon our understanding of end-time prophecy, und die Auswirkungen, diesen Einfluss, die dieses Studium auf unser Verständnis der Endzeitprophezeiung hat, what we need to be careful about worüber wir vorsichtig sein müssen, is the following. ist Folgendes. I'm not going to tell you what the following is yet. Ich werde euch jetzt noch nicht sagen, was das Folgende ist. Now, we speak a lot about restoration, Wir reden viel über die Wiederherstellung. whether it's the subject of racism or Ob es- sexism. Ob es die Thematik des Rassismus oder des Sexismus ist And now, when it comes to the issue of reforms, oder auch wenn es zu der Thematik der Reform how kommt, things need to be restored. wie Dinge wiederhergestellt werden müssen. And when we do that, Und wenn wir dies tun, we often think about the idea of Eden to Eden. You may have heard that. da hören wir oft diese Idee so von Eden wieder zu Eden. Habt ihr das vielleicht schon mal gehört? Things went bad Dinge sind schlimm geworden and things are all getting better. und alle Dinge werden jetzt wieder besser. Now, that is true, Und das ist auch wahr. but we cannot develop every model
based upon that idea. Aber wir können nicht jedes Modell basierend auf diese Idee basieren. We have to consider other ways of approaching subjects. Wir müssen auch Dinge von einer anderen Perspektive da herangehen. You cannot just go from using progression and repeat and enlarge to develop our thinking. Man kann nicht nur von Voranschreiten und Wiederholung und Erweiterung unser Denken kreieren. Men and women are equal at the beginning, therefore men and women are equal at the end. Frau und Mann waren am Anfang gleich, deswegen sind sie auch am Ende gleich. There are things that are happening Da gibt es Dinge, die passieren, that cannot be changed, cannot be undone. die nicht verändert werden können. Sie können nicht ungeschehen gemacht werden. At least in this present world. Zumindest in dieser gegenwärtigen Welt. And this is where the subject of the nature of man becomes critical for us to understand. Und hier wird es jetzt kritisch, warum wir die Natur des Menschen verstehen müssen, dieses Studium. Today, Heute, when we speak about the restoration, wenn wir über die Wiederherstellung sprechen, can we have men and women equal? sind Mann und Frau, können wir die als gleichberechtigt sehen. Of course we can. Natürlich können wir das. Can we have white people and black people equal? Können wir Weiße, sowohl auch schwarze Menschen, können wir sie als gleichberechtigt sehen. Of course, it's a necessity. Natürlich, es ist notwendig. But not everything can be restored. Aber nicht alles kann wiederhergestellt werden. Can the damage that's been done to our bodies be restored? Kann der Schaden, der unserem Körper hinzugefügt wurde, wieder gut gemacht werden? No, it can't. Nein, kann es nicht. We live in sinful bodies. Wir leben in sündigen Körpern. And whilst the inner person can be renewed, Und auch wenn die innere Person erneuert werden kann, as Paul tells us, so wie Paulus es uns sagt, whilst that can be helped, wenn das da geholfen werden kann, not everything can be fixed. so kann dennoch nicht alles wieder gut gemacht werden. Damage has been done to our bodies, Der Schaden wurde unseren Körpern zugefügt, which cannot be repaired, cannot be fixed. welches nicht repariert werden kann. And that's why we need to understand how the nature of man or the nature of Christ impacts us here at the end of the world. Und das ist, warum wir verstehen müssen, wie die Natur des Menschen oder Christi uns hier am Ende der Welt beeinflusst, das Verständnis davon. Without a recognition of that, Ohne das anzuerkennen, there's many things we can't explain. da gibt es viele Dinge, die wir nicht erklären könnten. So, all I want to point out at this stage Zu diesem Zeitpunkt, alles, was ich hier ausdrücken möchte, without coming to any conclusions, aufzeigen möchte, ohne jetzt zu einer Schlussfolgerung zu kommen, I want to put this introductory thought in the public domain. da möchte ich diese einführenden Gedanken hier in die Öffentlichkeit anfangen reinzubringen. We cannot just do repeat and enlarge Eden to Eden. Wir können nicht einfach Wiederholungen und Erweiterungen machen von Eden zu Eden. Damage has been done to the human being Ein Schaden wurde zu einem menschlichen Wesen hinzugefügt, that is irreparable. der nicht mehr repariert werden kann. It cannot be fixed Es kann nicht repariert werden. until the Bis- second advent, of course, Bis zur Wiederkunft natürlich, where we'll be given new bodies. wo uns ein neuer Körper gegeben wird. What can be restored is the inner person, Was wiederhergestellt werden kann, ist die innere Person, which is the subject of baptism. welches zum Beispiel das Thema der Taufe ist. Conversion, justification, sanctification. Bekehrung, Rechtfertigung, Heiligung. But the outer body can't be repaired. Aber der äußere Körper kann nicht wiederhergestellt werden. Because we're not only considering repeat and enlarge, we also have to consider
progression. Denn wir können nicht nur Wiederholung und Erweiterung betrachten, sondern wir müssen auch das voranschreitende Prinzip betrachten. 2 is not the same as 1. 2 ist nicht das gleiche wie 1. What we have today, Was wir heute haben, when you look in the mirror, wenn wir in den Spiegel schauen, is not what God created 6,000 years ago. ist nicht das, was Jesus vor 6000 Jahren kreiert hat. It's damaged, broken, and deformed. Es ist kaputt, umgeformt und zerstört. And that damage is more than superficial. Und dieser Schaden ist mehr als nur oberflächlich. It goes down into very inner workings of a human being. Es geht sehr tief in unsere innere, wie wir innerlich gemacht sind. Da greift es sogar ein. And therefore, Und deswegen we need to be very careful müssen wir sehr vorsichtig sein, about using original patterns or examples ursprüngliche Beispiele und Muster zu benutzen, to explain the current or present situation. um die jetzige Situation zu erklären. On certain issues, In Bezug auf gewisse Themen we have to consider repeat and enlarge. müssen wir Wiederholung und Erweiterung betrachten. On other issues, Und in anderen Thematiken we cannot use that concept, that methodology. können wir dieses Konzept, diese Methode nicht benutzen. We have to be flexible Wir müssen flexibel sein and recognize und erkennen, that there are other ways to understand these truths, and the one that we're identifying is the line of progression. dass es da andere Arten gibt, die Wahrheiten auch zu verstehen. Und die andere Art, die wir aufgezeigt haben, ist das voranschreitende Prinzip. This world is waxing old. Diese Welt wird alt. It's never getting better, Es wird nicht besser. and neither are we. Und so tun auch wir das nicht. We're going from bad to worse. Wir gehen von schlecht zu schlechter. There is absolutely nothing that we can do about this. Und wir können da absolut nichts dagegen tun. It's not just about old age. Es geht hier nicht nur um, dass man alt wird, The damage to our physical being sondern dieser Schaden, der unserem körperlichen Wesen zugetan wurde, has occurred on multiple levels, war auf unterschiedlichster Ebene wurde der zugefügt. some of which we are not willing or prepared to accept. Und sogar auf gewissen Ebenen, wo wir es nicht willig sind, dass wir sie annehmen. And the reason we're not Und der Grund, warum wir das nicht tun, is because we're using wrong models, ist, weil wir falsche Modelle benutzen wrong examples. und falsche Beispiele. You cannot go to an Eden model, Man kann nicht zu einem Modell von Eden gehen, an Edenic model, Eden, also das Modell von Eden, will not explain what is happening today. wird nicht erklären, was heute passiert, When you do a study on progression, wenn wir ein Studium des Voranschreitens machen. because the world is going downhill. Denn die Welt geht bergab. And I say the world, Und ich sage die Welt, that includes you and I. aber das tut dich und mich mit einbeziehen. If you look at us, Wenn wir uns betrachten, we don't resemble Adam or Eve. wir spiegeln nicht Adam und Eva wider. Wir sind dem nicht gleich. We have 2 arms and 2 legs, Ja, wir haben 2 Arme und 2 Beine, but we're just, as it were, a shadow of what they were. aber wir sind eigentlich nur ein Schatten von dem, was sie eigentlich waren. And I don't just mean that you don't look beautiful. Und ich meine nicht damit, dass ihr nicht schön aussieht, The damage goes much deeper. sondern der Schaden geht viel, viel tiefer. And I mean at a physical, chemical, hormonal level. Und ich meine das auf einer körperlichen, physical, hormonische und Chemical. chemische Art und Weise. It's pervasive, Es ist verdreht. and there is no cure for this. Und da gibt es keine Heilung dafür. Even though scientists desperately look for cures, they don't exist. Und auch wenn die Wissenschaftler sehr gerne oder sehr intensiv nach Heilungsmitteln suchen, es gibt da keine. So I wanted to place those thoughts, ideas, here in the public domain, Ich wollte diese Gedanken hier jetzt in die Öffentlichkeit bringen, because the subject of the nature of man is present truth, and it's been left dormant for too long.
Denn die Thematik, die Natur des Menschen, ist gegenwärtige Wahrheit und es wurde zu lange im Schlaf gelassen. Coming back to this model that we have here, Lasst uns zu diesem Modell, was wir hier haben, the zurückkommen. agricultural model. Das Modell der Landwirtschaft. We can look at it from the subject of the binding off. Wir können es von der Thematik der Zeit des Bindens betrachten. We did that. Wir haben das getan. Matthew 13, Matthäus Kapitel 13. wheat and tares, parable of the sower. Weizen und Unkraut, das Gleichnis des Seemanns. Mark 4. Markus 4. The Bible seamlessly integrates the agricultural model with the nature of man model. Die Bibel tut das landwirtschaftliche Modell nahtlos geht sie da über in das Studium über die Natur des Menschen. We know that Wir wissen das, because if you go to Jeremiah chapter 4, denn wenn man zu Jeremia Kapitel 4 geht, Jeremiah is going to combine both of those models together. da wird Jeremia beide dieser Modelle zusammenbringen. Jeremiah chapter 4, Jeremia Kapitel 4, verse 1. Vers 1. God speaking to Israel, Gott spricht hier zu Israel: you have left me, Ihr habt mich verlassen, return back. kommt zurück. And if you will put away your abominations, Und wenn ihr deine Gräuel wegtut, entfernt, then you'll be established. dann wirst du sozusagen etabliert. Verse 2. Vers 2. You shall swear Und du wirst schwören, that God is the true judge, dass Gott der wahre Richter ist. and he judges the world in a righteous fashion. Und er richtet die Welt in einer rechten Weise. Verse 3. Vers 3. This is what God says to his people. Und das ist, was Gott zu seinem Volk sagt. Break up your fallow ground and sow, or do not sow among thorns. Pflügt einen Neubruch und seht nicht unter die Dornen. So in verse 1 it talks about abomination, Also im Vers 1 geht es um diese Gräuel. talks about returning to God, Es geht darum, dass man zu Gott zurückkehrt. talks about righteousness in verse 2. Es geht um die Gerechtigkeit in Vers 2. In verse 3 Und im Vers 3, talks about plowing da geht es um das Pflügen and sowing of seed. und das Säen des Samens. So combining these two concepts, the nature of man and agriculture, Und wenn is wir- done in scripture. Diese Kombinierung dieser zwei Thematiken von der Natur des Menschen sowie auch das landwirtschaftliche Modell wird in der Schrift, die Schrift tut sie beide zusammenlegen. Verse 4. Vers 4. Circumcise yourselves. Beschneidet euch, Take away the foreskin of your heart. beseitigt die Vorhaut eures Herzen. If you don't, Wenn ihr das nicht tut, my fury shall come and destroy you. dann wird mein Zorn kommen und euch vertilgen. So in verse 3, In Vers 3, it says, break up the fallow ground. da heißt es, pflügt einen Neubruch. That means to plow. Das bedeutet zu pflügen. Plowing means to cut. Pflügen bedeutet zu schneiden. Verse 4 Vers 4, says, we'll cut your heart. es sagt, wir werden, schneidet euer Herz. So in verse 3, Also in Vers 3, the ground der Grund is the heart of verse 4. ist das Herz im Vers 4. Plow the ground, cut the heart. Pflügt den Grund und schneidet das Herz. It says, don't sow among thorns. Tut nicht unter die Dornen säen. Get rid of the thorns. Tut diese Dornen entfernen. Verse 4, Vers 4, get rid of tut euch was? Was entfernt ihr? the foreskin. Die Vorhaut. Foreskin is a symbol of sin, Die Vorhaut ist ein Symbol der Sünde, as is a thorn. so wie es auch die Dorne So you ist. can see, Also man kann just in sehen, this simple analysis of these two verses, in dieser einfachen Analyse dieser zwei Verse, how God combines the agricultural and the nature of man concepts together. wie Gott hier diese zwei Konzepte vereinigt, nämlich das Konzept der Landwirtschaft und der Natur des Menschen, Which is the pretext for which we did the same. welches hier dieser Vortext ist. Wir haben nämlich genau das Gleiche gemacht. So we've looked at the agricultural model in relationship to the nature of man. Also wir haben hier das landwirtschaftliche Modell in seiner Verbindung zu der Natur des Menschen betrachtet. If you look at this chart here, Und wenn man diese Karten the betrachtet, 1850 chart,
die 1850er Karte. It speaks about the first angel, Da spricht es hier über den ersten Engel, second angel, der zweite Engel and then the third angel. und dann der dritte Engel. So if you look at the verses, Und wenn man diese Verse in fact, if you go to Revelation 14, betrachtet, vor allem, lasst uns zur Offenbarung 14 gehen. I don't know if you can read the chart from where you sit. Ich weiß nicht, von wo aus ihr sitzt, ob ihr die Karten lesen könnt. If you go to verse 8, Aber wenn man zu Vers 8 geht, it says there followed another angel, und und ein anderer Engel folgte, heißt es da, different angel. ist ein anderer Engel, Verse 9, Vers 9. and the third angel followed them. Und da heißt es, und ein dritter folgte ihnen. Then means the two previous angels. Ihnen bedeutet die zwei vorangegangenen. So verse 9 is the beginning of the third angel's message. Vers 9 ist der Anfang der dritten Engelsbotschaft. If you're able to quickly read down the verses, Wenn ihr schnell diese Verse hier durchlesen könnt, as you're reading down, und während ihr hier sie durchlest, I want to ask a question. möchte ich eine Frage stellen. Now, if you went to, don't turn there, Geht dort nicht hin. if you went to verse 6, Wenn man zu Vers 6 gehen würde, saw an angel da ist ein Engel, doing some activity, der etwas tut. preaching Er lehrt, in verse 7. Vers 7. And then verse 8 says, Und Vers 8 sagt, then there followed another angel, da folgt ihm ein weiterer Engel, which means the work of the first angel had come to its completion. welches bedeutet, dass die Arbeit des ersten Engels abgeschlossen war. In verse 7, Vers 7, verse 8, Vers 8, the angel speaks. da spricht der Engel, Then verse 9 comes. dann Vers 9 kommt. So the second angel has finished its words in verse 8. Da hat also der zweite Engel seine Worte in Vers 8 auch abgeschlossen. Hopefully that didn't distract you. Ich hoffe, das hat euch nicht abgelenkt. When do the words of the third angel finish? Wann enden denn die Worte des dritten Engels? Which verse? In welchem Vers? Which is the last verse of the third angel? Welcher ist der letzte Vers, der die dritte Engelsbotschaft behandelt? Some people say 11. Vers 11? We don't have an opinion. Haben wir keine Meinung? 9, Vers 9? 12. 12? So we've got a choice of 4. I think we've had all 4. Also wir haben jetzt 4 unterschiedliche Antworten. Someone says 10, then we've got every verse covered. Also wenn jemand noch 10 sagt, dann haben wir jeden Vers hier. Verse 9. Vers 9. The third angel begins to speak Da fängt der dritte Engel an zu sprechen. with a loud voice. Mit einer lauten Stimme. He speaks some words in verse 9. Er spricht ein paar Worte in Vers 9. He continues in verse 10. Und in Vers 10 tut er dann weitersprechen. The same shall drink. Und die gleichen sollen trinken. Verse 11. Vers 11. He then goes on to speak about the smoke of the torment. Da fängt er an, über den Rauch ihrer Qualen zu sprechen. And in verse 12 he says, Und in Vers 12 this is the sagt er, patience of the saints. hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Hier sind die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Does it end there? Endet es hier? Or is the third angel's message going beyond? Und geht die dritte Engelsbotschaft noch weiter? Brother Roland. Bruder Roland. Es kommt Depends. drauf an. Would you say that the first angel's words or his message goes beyond verse 7? Würdest du sagen, dass die erste Engelsbotschaft weiter als Vers 7 geht? Die Worte des ersten Engels. The third has to include the first and the second. The third has to include the first and the second. But the words themselves and the verses that describe the words are all different. Also die Verse und die Worte, die da drin beschreiben sind, da sieht man, dass die Verse alle unterschiedlich sind. When the second angel is speaking, Wenn der zweite Engel spricht, do you find his words anywhere besides verse 8?
findet man seine Worte dieses Engels irgendwo anders außer Vers 8. In the chapter himself, in this Also chapter, jetzt not nur in diesem Kapitel selber in gesprochen. this chapter. It's only verse 8, isn't it? Es ist eigentlich nur Vers 8, oder? Can't find it in any other of the verses. Diese Worte, die hier benutzt werden, kann man nicht in einem anderen Vers finden. So I'm only asking the same thing about the third angel. Also ich frage das gleiche jetzt über den dritten Engel. Where do you see he's finished his speech? Wo sieht man denn, dass er hier seine Rede sozusagen beendet hat? So we'll stop there Wir tun jetzt hier mal stoppen. because people need some time to think. Ich glaube, Leute brauchen ein bisschen Zeit nachzudenken. We'll have a break. Wir werden jetzt eine Pause When I haben. come back, Und wenn wir zurückkommen, I want some answers. möchte ich ein paar Antworten haben. I want you to tell me when the third angel stops speaking. Ihr müsst mir sagen, dann, wo der dritte Engel aufhört zu reden. Let's pray. Lasst uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you would guide and direct us Wir bitten dich, dass du uns leitest in the study and meditation of your word. in dem Studium und deines Wortes. Help us, Lord, to understand in a clear way Helfe uns in einer deutlichen Art und Weise zu verstehen, how prophecies work, wie die Prophezeiung funktioniert, the relationship between progression and repeat and enlarge. die Verbindung zwischen Voranschreiten und Wiederholung und Erweiterung. Some things are being renewed. Einige Dinge werden erneuert. They're the same as they were in the beginning, Sie sind das gleiche wie am Anfang. but other things cannot be renewed. Aber andere Dinge können nicht erneuert werden. Other things are different. Andere Dinge sind einfach anders. In the dispensation in which we live, In der Dispensation, in der wir leben, we know that we live in sinful bodies wissen wir, dass wir in sündigen Körpern leben, that are not the same as they were at the beginning. die nicht das gleiche sind wie am Anfang. Help us to understand the significance of these things. Helf uns, die Wichtigkeit dieser Dinge zu verstehen. We pray in Jesus' name. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen.